Oggi il turismo lo fanno gli algoritmi, un click, una storia, un video virale. Ed ecco che un angolo sperduto del pianeta diventa la prossima meta imperdibile. Colori saturi, onde turchesi, piatti da copertina, ma sotto la superficie levigata dei filtri spesso c'è la fila, il caldo e qualche gomitata di troppo. Così mi sono chiesto, esiste ancora un posto che non sia finito su tutti i feed, dove il silenzio non sia un effetto sonoro, ma realtà? La risposta ci ha portati lontano, in Mongolia. Un paese poco instagrammato, grande quanto Francia, Germania e Polonia messe insieme, ma con meno abitanti di Roma. Metà vive a Ulaanbaatar e il resto? Spazio, tanto spazio. Ma la Mongolia è più di cielo e terra, è storia viva, terra di uni, steppe e cavalli, di un impero che sotto Genghis Khan ha cambiato il mondo. Nei secoli ha assorbito influenze russe e cinesi, sì, usano l'alfabeto cirillico, e ha attraversato una transizione pacifica dalla dittatura sovietica a una democrazia parlamentare negli anni 90. Un posto fuori dal tempo, ma sorprendentemente dentro la storia. Keine 24 Stunden im Land und schon bringt uns die Mongolei zum Schmunzeln. Wir stehen im Supermarkt zwischen russischen Konserven, koreanischen Snacks und, was lacht uns da plötzlich in der tiefsten Mongolei entgegen, westfälischer Pumpernickel. Daneben Knorrsoßen, deutsche Würstchen, ein klein aber feines kulinarisches Déjà-vu mitten in Zentralasien. Der Grund? Alte Freundschaften rosten offenbar nicht. Zu DDR-Zeiten pflegte Ostdeutschland eine enge Beziehung zur Mongolei. Und einige Verbindungen halten anscheinend bis heute noch. Ein Beispiel davon ist auch unser Flug. Direktverbindung Frankfurt-Ulaanbaatar. Ganz bequem, ganz geschichtsträchtig. Ulaanbaatar selbst? Eine Stadt im Eiltempo. Modern, laut, chaotisch. Und zur Rush-Hour? Da braucht man gut und gerne mal 30 Minuten für geschlagene 2 Kilometer. Von der Feinstaubwolke ganz zu schweigen. Es ist ein eigenartiges Paradox. Ein Land so groß und so leer, dass man tagelang kaum einer Seele begegnet und gleichzeitig diese Hauptstadt, wo sich eine Blechlawine durch die Straßen quetscht. Willkommen im Widerspruch, made in Mongolia. In Mongolia la spiritualità è un affare serio. Qui si segue prevalentemente il buddismo, con una bella dose di sciamanesimo per non farci mancare nulla. Templi buddisti compaiono ovunque, nei centri urbani, ma anche in mezzo al nulla, come funghi mistici spuntati nel paesaggio. E occhio alle ruote della preghiera, si dice che girarle porti fortuna, ma solo se si fa il giro in senso orario. Ce l'hanno detto subito, con la stessa urgenza con cui uno ti avverte che non si mette il latte prima del tè. In senso antiorario? Beh, meglio non scoprirlo. Una delle nostre prime fermate? La gigantesca statua di Genghis Khan, a circa mezz'ora da Ulaanbaatar. Una specie di colosso equestre nel mezzo del nulla più assoluto, decisamente imponente, ma anche un po' bizzarro, diciamolo. Da lì, via verso il Parco Nazionale Terelei, una vallata spettacolare fatta di boschi, rocce scolpite dal tempo e campi nomadi, perfettamente arredati per il turista curioso, soprattutto se arriva dalla Corea del Sud. La natura mongola con un tocco di glamping asiatico. Nur ein paar Flugstunden entfernt und schon steht die Mongolei auf dem Wochenendprogramm vieler Südkoreaner. Samstagmorgen Ankunft in der Hauptstadt. Dann geht's los. Stilecht im russischen Ur 452, einer rollenden Legende auf 4 knatternden Rädern. Wir nannten sie liebevoll Roly-Poly.
frei übersetzt auch Rollassel. Denn aus der Ferne sahen sie wirklich aus, als würden sie sich mit Mühe über die Hügel wuchten. Und bei jedem Motorstart klang es so, als würde ein kleines Feuerwerk im Auspuff losgehen. Mit dieser Blechkiste blitzten unsere koreanischen Mitreisenden durchs Land. 5 Minuten Fotostopp hier, ein kurzer "Oh wow" Moment dort und zack, weiter geht's. Übernachten im Nationalpark und Sonntag früh schon wieder zurück zum Flughafen. Mit genug Zeit für den Rückflug. Aber fraglich, ob auch für echte Erholung. Ob man das wirklich Urlaub nennen kann? Vielleicht eher ein Kurzfilm mit schnellem Schnitt und viel Landschaft im Zeitraffer. Fällt uns etwas Seltsames auf. Oder besser gesagt, es fällt uns überall auf. Die Autos. Gefühlt 90% aller Fahrzeuge in der Mongolei tragen stolz ein Toyota-Logo. Und etwa 1/5 davon Land Cruiser. Keine Überraschung, denn jenseits der Hauptstadt verwandelt sich die Straße schnell in wilde Abenteuerpfade. Schotter, Sand, manchmal ein Fluss, manchmal gar nichts. Aber die wahre Sensation sind die anderen 80%. Priusse in allen Formen und Farben. Ja, ihr habt richtig gehört. Zweitürer, Viertürer, Kombi, Limousinen. Es gibt sie sogar in leichten Offroad-optimierten Versionen. Und das Erstaunliche, die Dinger sind überall. Wir staunten nicht schlecht, als wir auf einem abgelegenen Hügel einen Prius entdeckten, der sich langsam mit allerletzter Kraft nach oben kämpfte. Zäh wie ein Jak, der spät dran ist. Unser Lieblingsmoment? Eine Flussdurchquerung, deren Tiefe wir nicht richtig einschätzen konnten. Also warteten wir erstmal ab. Und siehe da, es rollte ein Prius heran. Ohne zu zögern, ohne Plan B, taucht er in die wilden Fluten hinein und bleibt prompt stecken. Der Fahrer? Völlig gelassen, als wäre es Teil der Route. Er zieht nicht mal die Augenbrauen hoch, sondern wartet seelenruhig, bis natürlich ein Landcruiser vorbeikommt, ihn mit seiner Seilwinde herausfischt und dann fährt der Prius einfach weiter, als hätte diese Aktion nie stattgefunden. Ganz ehrlich, die Mongolei fühlt sich an wie ein riesiger Toyota-Werbespot. Weg zum Startplatz. Con uno scenario simile, come si fa a resistere alla tentazione di volare? Impossibile. A prima vista la Mongolia sembra un'infinita distesa di steppa, ma basta passarci un po' di tempo per scoprirne le 1000 sfumature. Steppa pura, minimalista. Steppa con boschi, versione deluxe. Steppa vulcanica, un tocco post-apocalittico. Steppa Pois, con laghi sparsi qua e là. E perfino steppa con dune di sabbia, per chi ama i crossover ambientali. Senza tralicci, palazzi o fili elettrici a disturbare, questo paesaggio è il sogno umido di ogni parapentista. Ricorda Castelluccio di Norcia, ma moltiplicato per 1000 e senza i camper del fine settimana.
Tuttavia, anche il cielo mongolo ha le sue regole non scritte. Per esempio, mai atterrare sulla riva sbagliata di un fiume. Qui i ponti non sono esattamente abbondanti e un piccolo errore d'atterraggio può trasformarsi in una lunga, epica odissea a piedi fino alla macchina. Morale, vola libero ma atterra con criterio. Wie gemalt. Wir zelten auf einer weiten Fläche am Rand eines malerischen Canyons. Nur ein paar verstreute Jurten in der Nähe, keine Straße, keine Lichter. Eine Oase der Stille irgendwo im mongolischen Nirgendwo. Der Sternenhimmel? Episch. Die Geräuschkulisse? Grillen, Wind und, Moment mal, was zur Hölle ist das? What's going on? Mitten in der Nacht, aus dem Nichts, knallt uns plötzlich ein Bassgewitter um die Ohren. Rave-Musik. Und als wäre das nicht schon surreal genug, Crazy Frog. Ja, dieser Crazy Frog, mitten in der Steppe. Fassungslos starren wir in unser Zeltdach, halb betäubt vom Wummern und der existenziellen Frage, wo haben bitte die Nomaden Soundsysteme, Strom und diesen 2000er-Klingelton gefunden? Hätten wir nicht leichte Kopfschmerzen gehabt, wären wir wahrscheinlich rübergegangen und hätten mitgetanzt. Aber so, liegen bleiben, durchhalten, mitschwingen. Schlaf war definitiv keine Option mehr.